Da bist du 9 Monate zum Mars unterwegs, du öffnest die Luke und fällst erstmal ohnmächtig die Leiter runter, schlägst dir den Helm an einem Fels auf und bist nicht nur der erste Mensch auf einem anderen Planeten, sondern auch der erste Tote auf dem Mars. Auswirkungen auf Langzeitbesatzung in Schwerelosigkeit sind dank der ISS mittlerweile sehr gut erforscht. Jetzt geht es eher darum, praktikable Lösungen für die aus der Schwerelosigkeit resultierenden Probleme zu finden. Ich war für euch in der Schwerelosigkeit und dort habe ich Wissenschaftler getroffen, die genau daran forschen und vielleicht eine Lösung gefunden haben, die schon in wenigen Jahren den Crews auf Mond und Mars helfen wird, nicht, wie peinlich, zur besten Sendezeit ohnmächtig zu werden. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Passend zum Thema der heutigen Episode bin ich erkältet, das hört ihr vielleicht an meiner Stimme, aber mir geht es eigentlich ganz gut. Ja, leicht bekleidete Forscher in einem Zero-G-Flieger, ist das vielleicht eine kreative Art, Drittmittel einzuwerben? Nein, natürlich nicht. Hier heißt es frieren für die Wissenschaft, genauer für die mutigen Männer und Frauen, die im Namen der Menschheit zu den nächsten großen Sprüngen da draußen ansetzen. Weg von unserem schönen Planeten, raus ins Sonnensystem. Ein großes Problem, ja, unser Körper, der von der Evolution wie alles Leben in Millionen Jahren an die Schwerewirkung der Erde angepasst wurde. Das große Problem ist dann gar nicht mal das Leben in der Schwerelosigkeit, sondern ein Körper, der sich an die Schwerelosigkeit anpasst und dann plötzlich innerhalb weniger Minuten wieder mit der Schwerewirkung konfrontiert ist. Man kennt es ja, Menschen, die nach einer Langzeitbesatzung, einem Langzeitaufenthalt auf der ISS zur Erde zurückkehren, sind oft ziemlich wackelig auf den Beinen. Durch die Schwerelosigkeit wurde die Muskulatur nicht beansprucht, hat sich abgebaut und muss sich erst neu aufbauen. Das hat man mit dem richtigen Trainingsplan in der Raumstation aber mittlerweile eigentlich ganz gut im Griff. Nach der Landung ist die nur noch geringe Muskelkraft im schlimmsten Fall nervig, aber nicht lebensbedrohlich. Das viel größere Problem, die Sauerstoffversorgung unseres Zentralrechners. Wenn ich jetzt im Weltraum bin, habe ich keine Gravitation mehr, die das Blut nach unten zieht. Das heißt, das Blut verteilt sich gleichmäßig im ganzen Körper. Das bedeutet auch, am Herzen und am Kopf ist mehr Blut, als das normalerweise der Fall ist. Der Körper gewöhnt sich daran, macht die Gefäße im Herzen und im Kopf ganz, ganz weit, macht die Gefäße im ganzen Körper ganz, ganz weit, sodass wir einfach nicht zu viel Blutdruck im Kopf und am Herzen bekommen, an allen lebenswichtigen Organen bekommen. Wenn ich jetzt von der ISS oder generell aus der Schwerelosigkeit wieder zurück auf die Erde komme oder auf den Mars lande oder auf den Mond lande, dann zieht es auf einmal das gesamte Blut zurück nach unten, in die Beine. Bedeutet auch, das Blut fehlt dann da, wo es eigentlich hin soll. Das heißt, in meinem Kopf, an meinem Herzen und meinen anderen lebenswichtigen Organen habe ich nicht mehr die Menge an Blut, die ich brauche. Heißt auch, ich habe nicht mehr den Sauerstoff, den ich brauche. Heißt kurzfristig, ich werde bewusstlos und kann mich nicht mehr wirklich bewegen. Heißt aber auch langfristig, ich kann da wirklich Organschäden bekommen, wenn das zu ausgeprägt ist. Wie sich das anfühlt, wenn das Blut in die Beine sackt, kennst du vielleicht, wenn du lange gesessen hast und dann plötzlich aufstehst und es dir dann schummrig vor Augen wird. Ein ganz ähnliches Problem haben Piloten von Düsenjets, wenn auch bei deutlich höheren G-Belastungen. Kampfjetpiloten haben spezielle Anzüge, die durch Kompression der Beine dafür sorgen, dass der Pilot länger bei Bewusstsein bleibt und so im Luftkampf extremere Manöver fliegen kann, was ihm dann vielleicht den entscheidenden Vorteil bringt. Die pumpen da 250 mm Hg rein, also viel, viel mehr als dein Blutdruck. Dann fließt da kein Blut mehr, das heißt aber auch, du kannst dich nicht mehr bewegen. Ja, dann bist du halt wie so ein Stehaufmännchen und kannst dich nicht mehr bewegen und das ist halt auch nicht zwingend praktikabel. Ja, also das ist ein sehr, sehr dummes System. Du kannst nur einen Druck einstellen, es gibt überhaupt keine Dynamik. Etwas Ähnliches habe ich auf meinem Zero-G-Flug gemacht. Um in den Hyper-G-Phasen zu Beginn und am Ende jeder Parabel weiter fit zu bleiben, wird empfohlen, die Beine anzuspannen. Das Stichwort heißt Muskelpumpe. Das, was man in den G-Phasen macht, ist genau, man spannt die Beine an, man spannt den Bauch an und drückt das Blut aktiv nach oben. Hast du genau richtig gemacht, das funktioniert. Kannst du dir auch vorstellen, wenn du das jetzt eine Stunde machst, geht das. Du kannst es nicht eine Woche machen, das funktioniert nicht. Irgendwann bist du einfach fertig. Okay, ich denke, das Problem ist jetzt klar und ebenso die Einsicht, dass die aktuellen Problemlösungen für die weitere astronautische Exploration von Mond und Mars nicht wirklich praktikabel sind. Aber wie funktioniert jetzt Coolfly? Und Coolfly ist eben jetzt der Versuch, durch Kälte so eine Stabilisierung zu erreichen. Jeder kennt das ja, wenn er draußen im Winter rumläuft, wenn es kalt wird, kriegt man kalte Finger, kalte Füße. Warum kriegt man das? Der Körper möchte eben keine Wärme verlieren. Der Körper möchte, dass man so lange wie möglich, so warm wie möglich bleibt. Das heißt, diese ganzen kleinen Blutgefäße, die in den Fingern drin sind, die in den Füßen drin sind, die weit weg vom Herzen, weit weg vom Gehirn sind, die ziehen sich ganz, ganz eng zusammen, sodass das Blut dann nicht mehr gut reinfließen kann. Das ist blöd, dann habe ich kalte Finger, ist aber für das Gehirn super gut, weil das Gehirn hat dann weiter viel, viel mehr Blut. Und genau den Effekt wollen wir jetzt ausnutzen, um eben so eine G-Toleranz aufzubauen. Wir wollen einen Kältereiz geben, der so groß ist, dass sich die Gefäße zusammenziehen, aber noch so klein, dass du nicht erfrierst und irgendwelche größeren Probleme bekommst. Und was wir da jetzt eben gesehen haben im Parabelflug, du hast es gestern bei uns live miterleben dürfen, ist, das funktioniert wirklich. Die G-Belastung wird viel, viel besser toleriert, wenn man eben so einen Kältereiz gibt.
Irgendwie total naheliegend, aber dennoch genial. Coolfly nutzt also eine vorhandene Körperfunktion, um den Folgeerscheinungen von Mikrogravitation zu begegnen, um die Crew einsatzbereit zu halten, wenn sie dann wiederkommt. Wie das Ganze bei Astronauten und Astronautinnen praktikabel eingesetzt werden könnte, das klären wir gleich. Jetzt schauen wir uns erst einmal an, wie die Forschungsgruppe der Charité Berlin das Ganze unkompliziert im Zero-G-Flieger getestet hat. Wir haben es jetzt in dem Flug so gemacht, dass wir das an den Unterschenkeln, an den Oberschenkeln, auf dem Bauch gemacht haben. Eben da, wo wir das Blut nicht haben wollen, da kühlen wir richtig stark. Es gibt hier zum Beispiel auch noch einen Brustgurt oder ein, ich sag mal, ja, wie so eine Weste. Da könnte man den Oberkörper noch kühlen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, einfach weil wir da ganz viele Sensoren haben, mit denen wir eben gemessen haben, ob das, was wir da tun, auch funktioniert. Und weil es dann schon närrisch kalt wird, wenn man das zu lange macht. Das war so ein bisschen die Idee. Wir sehen aber, dass diese Kühlung an den Beinen und am Bauch wirklich ausreicht, um einen sehr, sehr starken Effekt zu haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob da nicht die Kälte den Astronauten schadet. Kann die Crew im schlimmsten Fall sogar erfrieren? Das, was man als Erfrieren kennt, also was man sich vorstellt unter Erfrieren, man stirbt, weil es zu kalt wird, das ist die Körperkerntemperatur. Also die Temperatur, die an deinem Gehirn, an deinem Herzen, in den inneren Organen ist. Die haben wir jetzt gemessen während unserer Experimente. Die haben wir mit demselben Garment auch mal mit viel mehr Kühlelementen schon auf dem Boden getestet. Da passiert überhaupt nichts. Nichts, die bleibt komplett konstant. Das heißt, auf der Ebene könntest du es den ganzen Tag, könntest du es für Monate tragen. Passiert nichts. Es wird trotzdem anstrengend. Warum wird es anstrengend? Weil natürlich die Oberfläche deines Körpers, die wird schon kalt. Und das fühlt sich halt irgendwann unangenehm an. Jetzt ist es so, dass wir das, was wir hier im Flugzeug gemessen haben, sehen ungefähr 3 bis 4 Grad Reduktion der Oberflächentemperatur. Das ist total tolerabel, das kann man für ein paar Stunden machen, das kann man auch für ein paar Tage machen, irgendwann wird es dann sehr anstrengend. Was wir im Labor auch schon gesehen haben, ist, dass wir, wenn wir eine höhere Temperatur nehmen, also wenn wir quasi hier nicht irgendwelche Coolpacks reinpacken, die halt wirklich am Gefrierpunkt sind oder vielleicht sogar drunter, sondern wenn wir so ein halbaktives System machen, wo man die Temperatur einstellen kann. Und wir sagen, wir nehmen jetzt nicht hier wie hier 2 oder 3 Grad, sondern wir nehmen vielleicht 8 Grad oder 10 Grad, dann funktioniert das fast genauso gut. Und da könnte man eben genau, weil das ist dann nur eine Wohlfühlfrage, da kann man den Astronaut eben fragen, wie fühlst du dich? Willst du es kälter haben, willst du es nicht kälter haben? Sodass die das quasi aktiv regulieren können. Gefühl ist ein gutes Stichwort. Hast du dich mal gefragt, wie der Körper eigentlich Temperatur wahrnehmen kann? Das so vorstellen, du hast im Körper für ganz, ganz viele verschiedene Temperaturfenster, gibt es so kleine Rezeptoren, die sitzen so in der Haut und fühlen so nach oben und gucken quasi, wie warm ist es gerade. Und wenn deren Temperaturoptimum da ist, also wenn quasi die Temperatur da ist, bei der die am besten funktionieren, dann fangen die an, so Signale zu schicken. Total spannend. Das Gehirn errechnet aus der Gesamtheit der Rezeptorsignale ein Temperaturempfinden. Diese Rezeptoren, die reagieren aber nicht nur auf Temperatur. Da können bestimmte Substanzen der Temperaturempfindung unseres Gehirns einen Streich spielen. Als ich am Vortag meines ersten Zero-G-Fluges das Flugzeug betreten habe, wurde ich den Verdacht nicht los, dass sich jemand großzügig mit Heilpflanzenöl eingerieben hat. Es geht uns ja um den Kältereiz. Also dieses Zusammenziehen der Gefäße, das kommt quasi, wenn der Körper denkt, ihm ist kalt. Nicht mal zwingend, wenn ihm kalt ist, sondern wenn er denkt, ihm ist kalt. Was wir gemacht haben, wir haben so eine Mentholpaste dabei, die wir richtig schön großflächig auf die Beine und auf den Bauch geschmiert haben. Das funktioniert im Prinzip wie so ein Mentholkaugummi. Das kennt man ja. Man nimmt in den Mund, kaut ein bisschen, dann atmet man ein. Die Nase ist total frei und hat so ein kühles Gefühl im Mund. Das gleiche haben wir mit diesem Gel gemacht. Also man schmiert sich das auf die Haut. Es fühlt sich erst ganz schön an, dann merkt man irgendwann so, jetzt wird es doch kalt. Es wird schon kalt. Und es wird aber, einem ist ja gar nicht wirklich kalt. Also es ändert sich gar nichts an der Temperatur. Das Menthol bindet an einen Rezeptor, der in der Haut ist, einen Temperaturrezeptor, und sagt ihm einfach, der Temperaturrezeptor hat ungefähr so 8 bis 12 Grad Optimum. Also bei 8 bis 12 Grad ist dieser Rezeptor maximal aktiviert. Und Menthol geht da quasi hin, klopft an der Tür und sagt, du gibst jetzt Signal und das die ganze Zeit. Das heißt, am Gehirn kommt an, okay, an meiner Hand ist es 8 bis 12 Grad kalt, ich sollte jetzt mal irgendwas machen, dass ich da keine Temperatur verliere. Das passiert aber eigentlich gar nicht. Und trotzdem kommt es zu diesem Gefäßzusammenziehen. Wenn ich jetzt Menthol gebe, auf diese Rezeptoren gibt es eben diesen einen Rezeptor, der bei sehr kalten Temperaturen Party macht, der dreht dann total durch, der sagt dann, Vollgas. Und das Gleiche gibt es eben, wenn ich jetzt Chili habe, wenn ich Capsaicin habe, also das, was die Chili so scharf macht. Wenn ich das draufschmeiße, dann sagt eben nicht der kalte Rezeptor, hier bin ich, sondern sagt ein Rezeptor, der eine sehr hohe Temperatur vermittelt, hier bin ich. Und deswegen, dein Gehirn rechnet das immer nur zusammen und sagt dann, okay, meine Warmrezeptoren drehen gerade durch, wahrscheinlich ist es ziemlich heiß. Und dann hast du das Gefühl, es ist sehr, sehr heiß. Vorab, ich kann dich beruhigen, du hast jetzt wahrscheinlich kein Fieber, dass du bei Senkrechtstarter rote Ohren bekommst und es dir ganz warm ums Herz wird. Das liegt an einem von der Wissenschaft noch nicht beschriebenen Senkrechtstarter-Rezeptor. Dein Körper will dir mit einem Urinstinkt gerade sagen, los, abonnieren, Like da lassen.
Dass empfundene Temperatur mitunter dramatisch von der Wirklichkeit abweichen kann, das zeigt noch ein anderes extremes Beispiel, das die Rechtsmedizin als Kälteidiotie beschreibt. Tatsächlich so ein absoluter Notfallmechanismus im Gehirn. Ja, das ist ein Notfallmechanismus im Gehirn, wo das Gehirn im Prinzip sagt, ich muss jetzt nochmal die gesamte Energie bereitstellen, die ich kann. Ja, also kann man sich vorstellen wie Feuerwerk im Gehirn. Kurz bevor es im Prinzip zu Ende geht, sagt das Gehirn nochmal, alles muss raus, wir müssen irgendwie aus dieser Situation rauskommen. Kämpfen oder wegrennen. Genau, und zwar in einem absoluten Maximum. Und das ist jetzt auch nicht mehr so, wie wenn man mal aufgeregt ist oder wenn man in einer Situation unter Druck steht, sondern das ist viel, 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 viel weiter über dem, was man als normaler Mensch in normalen Situationen jemals erfahren wird. Und da kommt es eben leider zu so ein bisschen ungünstigen Ausprägungen. Also das Gehirn selber und auch der ganze Körper ist gar nicht dafür gemacht, diese absoluten Stressreaktionen auszuhalten. Und da kommt es eben dann tatsächlich dazu, dass obwohl man sehr, sehr, sehr kalt ist, und das ist dann Körperkerntemperatur, also wirklich erfriert, man das Gefühl hat, dann ist total warm und anfängt sich auszuziehen und panisch seine Klamotten wegschmeißt. Und das ist tatsächlich der Punkt, das müssen wir unbedingt verhindern, dass wir dahin kommen. Und deswegen machen wir das Monitoring. Vielleicht bin ich da vom Ingenieurstudium geschädigt, aber mir stellt sich dann direkt die Frage, ob ich mir mit der Astronautenkühlung nicht auch einen höheren Energiebedarf und damit mehr Sauerstoff und Nahrungsverbrauch erkaufe. Ein bisschen mehr Sauerstoff geht raus. Wir müssten auch langfristig ein bisschen mehr essen. Das ist aber in einem Rahmen, das ist extrem klein. Die Körperregulation der Temperatur, also wie warm du bist, hängt, man kennt dieses Kältezittern, wenn man richtig kalt wird, fängt man an zu zittern. Das ist, wenn der Körper sagt, ich brauche mehr Energie, ich muss mehr Energie freisetzen, wie schaffe ich das jetzt? Ansonsten, wie dein Körper die Temperatur reguliert, ist eben über diese kleinen Gefäße. Bisschen auf, bisschen zu, bisschen auf, ein bisschen zu. Und wenn dein Körper mehr Energie loswerden will, macht er die Gefäße einfach auf. Mehr warmes Blut kommt weit entfernt in die Finger, in die Füße. Du strahlst einfach mehr Wärme ab. Und wenn du die Energie behalten möchtest, macht er die Gefäße zu und du hast nicht so einen großen Verlust. Das heißt, prinzipiell hast du recht, wenn Leute frieren, brauchen sie mehr Energie. Dadurch, dass wir sie aber diesen Kältereiz geben, also diesen Kontraktionsreiz auf die Gefäße geben, verlieren sie auch weniger Wärme, weil sie einfach weniger abstrahlen. Und das ist eben genau das, was wir balancieren können, auch je nachdem, wo wir kühlen. Wenn wir viel an den Händen oder an den Unterschenkeln kühlen, dann werden wir da wenig Energieverlust haben, aber einen starken Kältereiz haben. Wenn wir zentral kühlen, dann können wir vielleicht viel Energie rausnehmen, haben aber gar keinen so super starken Kältereiz für die weit entfernten Gefäße. Und das sind eben genau diese Feinheiten, an denen wir jetzt gerade arbeiten und wo wir so rausfinden wollen, wie genau kann man das denn steuern. Was ich ja ganz besonders cool fand, grundsätzlich kann man den Wirkmechanismus von Coolfly sehr schnell mit den vorhandenen Raumanzügen nutzbar machen. Ein komplettes Life-Support-System. Da wird also nicht nur Temperatur reguliert, da wird ja alles reguliert, was der Astronaut zum Überleben braucht. In diesen Situationen, wenn die Astronauten diese Anzüge anhaben, kann man das auf jeden Fall machen. Das wäre im Prinzip nur ein kleiner Regler, den man verdrehen muss. Ein Software-Update. Im Prinzip ein Software-Update, ein Over-the-Air-Software-Update. Jetzt sind ja Astronauten aber nicht die ganze Zeit in diesem EVA, also nicht in diesen Extravehicular-Anzügen unterwegs. Und die haben ja häufig die Anzüge an, mit denen sie zum Beispiel beim Raketenstart unterwegs sind. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Mond- und eine Marsbasis, da laufe ich ja nicht mal mit diesen klobigen Dingern rum, sondern habe ich halt einen Kompaktanzug an. Und da ist jetzt eben auch die Frage, wie kriege ich solche Systeme so klein von der Plattform, aber auch vom Energiebedarf, dass wir das da gut einbauen können und wir eben jetzt nicht den riesen Aufbau dafür brauchen. Wie vielversprechend Coolfly ist, zeigt neben den bisherigen Forschungsergebnissen mit Sicherheit auch diese Expertenmeinung. Wir hatten ja gestern auch Alex Gerst an Bord, also unseren ESA-Astronauten. Der hat sich unser Experiment eben auch angeschaut und hat auch gesagt, Leute, das ist eine gute Idee. Das ist einfach umzusetzen, das ist plausibel, dass es funktioniert. Ist auch mal angefasst, ja, das ist schon kühl, aber es ist jetzt nicht, darfst es auch gerne mal anfassen. Man hält das aus, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir sind auch der Meinung, man müsste es auch nicht ganz so kalt machen. Wenn wir das dann eben mit vielleicht noch einem zweiten Countermeasure zusammenpacken, das ist das, was wir in Zukunft machen wollen, dass wir auch Kompression machen, dass wir drücken und kühlen, dann ist das mit Sicherheit ein sehr, sehr gut umsetzbarer und auch absehbarer Weg, den wir gehen können, das jetzt nicht mehr 40, 50 Jahre dauert, sondern was wir vielleicht in 2 oder 3 Jahren tatsächlich produktfertig haben. In wenigen Jahren zu einem fertigen Produkt, das ist nun wirklich eine coole Aussicht. Und bei der Geschwindigkeit, die die Raumfahrt ja gerade an den Tag legt, könnte die Coolfly-Technologie ja tatsächlich auch relativ schnell gebraucht werden. #Apollo-Moment. Ich drücke Thomas und dem Zentrum für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Charité Berlin die Daumen. Und wenn euch das Thema Weltraummedizin und der menschliche Körper an Extrempunkten mehr interessiert, schreibt mir gerne in den Kommentaren.
An dieser Stelle geht ein riesen Dankeschön an die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR, die mich auf die Zero-G-Kampagne mitgenommen hat. Neben den Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden am Leben halten, geht heute nochmal ein besonderer Dank an alle, die für das Projekt Senkrechtstarter in der Schwerelosigkeit gespendet haben. Ihr habt die Reisekosten komplett finanziert. Super, super cool. Vielen, vielen Dank dafür. Hashtag Team Space. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, ja, findest du unter dem Video einen Link zum Senkrechtstarter Patreon oder der YouTube-Kanalmitgliedschaft. Alle PayPal-Spenden und Superchats, die gehen in das nächste Projekt, in den nächsten Außeneinsatz Mo Kachika Starbase. Freut euch schon mal drauf auf meinen Besuch dann aus Texas. Apropos Vorfreude, ich kann euch versprechen, die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.